Guten Nachmittag. How many went for the walk? Wie viele waren auf dem Spaziergang? Those of you who missed the walk Wer missed nicht, out. wer nicht dabei war, ihr habt was verpasst. One thing that's a little confusing to a lot of people about our history is the whole question of how things shifted from 1843 to 1844. Eine Sache, die viele nicht so recht verstehen oder verwirrend finden, ist, wie eigentlich der Zeitpunkt der Wiederkunft damals von 1843 auf 44 verschoben wurde. William Miller said the Lord was going to come in 1843. Denn William Miller hat ja gesagt, der Herr kommt 1843 wieder. But some of the Adventists always talk about 1844. Aber die Adventisten heute sprechen immer von 1844. And that raises some questions. Und da fragt man sich, warum? So how did that happen? Wie ist das passiert? William Miller knew that the prophecy was 2,300 years long. William Miller wusste, die Prophezeiung geht über 2300 Jahre. He knew that the decree that started the prophecy happened in 457 BC. Und er wusste auch, dass der Erlass, mit dem die Prophezeiung begann, 457 vor Christus war. So if you just think of a timeline like this, Wenn man sich einfach so eine Zeitlinie vorstellt, with the BC years over here und hier ist der vor Christus and AD years over und here, hier nach Christus, someplace in the middle here is the dividing line. hier etwa ist die Trennlinie. Well, we know that we've got this 2,300 year period that goes from the decree over to here somewhere. Wir wissen auf jeden Fall, wir haben diese 2300 Jahr Zeitspanne und die geht von hier irgendwann bis hier. So you just take this amount, Man nimmt also einfach diese Menge, subtract from 2,300, zieht das ab von 2300 and it gives you this amount. und dann kommt man auf diese Menge. So he did. So hat er es gemacht. 2,300 minus 457, and it is 1843. 2300 minus 457 und es kommt raus 1843. Okay, we're one slide ahead. If we could, well, that's okay. You can stay there. Yeah, okay. I'm sorry. Go forward one. Right there. That'll be fine. Okay, so you can see there's I don't know if you can read it, but there's a timeline down below. Ihr könnt das sehen, dort unten ist eine Zeitlinie. And if you can read maybe you can read the numbers there, the 457 on the left. Can you all read that? Vielleicht könnt ihr auch noch die Zahlen dort lesen, ganz klein unten, 457 links. Okay, so and you see the dots in the middle where I just left out some of the Ihr seht die information. Punkte in der Mitte, da habe ich was ausgelassen. Okay, so that shows you what Miller did. 2,300, that's the whole stretch. 457 on the BC side, 1,843 on the AD side. Ja, und so hat William Miller das berechnet, 2300 insgesamt haben wir. Wir ziehen 457 ab. Auf der einen Seite der Trennlinie sozusagen oder des Wendepunktes bleiben 843 Jahre auf der anderen Seite übrig. It's simple. So einfach. It's mathematical. Einfache Mathematik. There's nothing wrong with it. Das passt. But somehow we need to get to 1844. Aber irgendwie müssen wir auf 1844 kommen. Can we have a slide back up? There we go. Okay. And we'll advance one. Okay. It's simple, but it's wrong. Ganz einfach berechnet, nur leider falsch. Miller had believed this since 1817. Miller hatte das aber geglaubt seit 1817 He had taught it since 1831. und darüber gepredigt seit 1831. There was what we call the little disappointment or the spring disappointment in the spring of 1844. Dann im Frühjahr 1843 gab es, wir nennen es die kleine Enttäuschung oder die Frühjahrsenttäuschung. That was at the end of the Jewish year 1843, right? Das war das Ende, Entschuldigung, die Enttäuschung war 1844 im Frühling, das war das Ende des jüdischen Jahres 1843. And with that disappointment, over half of the believers stopped believing. Und diese Enttäuschung führte dazu, dass über die Hälfte der Gläubigen nicht mehr glaubte. Let's go on. Gehen wir weiter. We've looked at this as just put it all together so you can see that's what Miller did, and that was the timeline that he would have used. Das war die Zeitlinie, die also William Miller benutzt hat. And that's why when they came to the end of the Jewish year 1843, they had no idea what was going on. Und das war der Grund, als dann das jüdische Jahr 1843 vergangen war, da hatten sie keine Ahnung, wie sie jetzt weitermachen sollten. But they hung on by faith, and that's important to know. Aber im Glauben haben sie trotzdem nicht aufgegeben und das ist für uns wichtig. You know, the Bible gives us many examples of men and women of God who didn't know what was going on. Denn die Bibel enthält viele Beispiele von Männern und Frauen Gottes, die auch manchmal nicht wussten, was passiert hier. But they held on by faith. There is something about faith that is stronger than knowledge. Und trotzdem haben sie im Glauben festgehalten. Es ist im Glauben etwas, das ist stärker als Wissen.
Probably the greatest human example, other than Jesus, of course, would be Job. Vielleicht das größte menschliche Beispiel, abgesehen von Hiob, das größte menschliche Beispiel, abgesehen von Jesus, war wohl Hiob. Job knew nothing about what was going on in heaven with that whole thing of Lucifer or Satan up in heaven arguing with the Lord. Denn Hiob hatte ja keine Ahnung davon, was im Himmel passierte, diese ganze Diskussion zwischen Satan und Gott. And yet we have that classic line, though he slay me, yet will I trust him. Und trotzdem haben wir diese klassische Aussage, wenn er mich auch erschlägt, wenn er mich auch umbringt, ich werde ihm vertrauen. Never lose sight of that. You will need that. Das sollten wir nie aus dem Auge verlieren. Wir werden es brauchen. Well, let's go on. Next slide, please. Nächste Folie. Okay. The answer came at last, and I spoke about this up on the rocks there, August 12, actually, 1844 in Exeter, New Hampshire. Die Antwort kam schließlich am 12. August 1844 in Exeter, New Hampshire. Ich habe davon schon erzählt, auf dem Felsen. This is when the man came riding up on his horse and interrupted the whole sermon. Ein Mann kam herbeigeritten auf seinem Pferd und hat die Predigt unterbrochen. Joseph Bates was up preaching, and he had nothing new to say. And so the sister said, Brother Bates, that's enough, sit down. We want to hear something new. Joseph Bates war vorne und hat gepredigt, aber er hat nur das Altbekannte gepredigt. Und dann sagte ihm diese Schwester, Bruder Bates, setz dich doch hin, wir wollen was Neues hören. We need meat in due season. In other words, we need truth for our time. Wir brauchen Speise zur rechten Zeit. Anders gesagt, wir brauchen Wahrheit für unsere Zeit. And so it was that S.S. Snow stood up and explained the law of the full years. Und dann kam eben Samuel Snow und er erklärte diese Regel des vollen Jahres. When you were 8 or 10 or something like that at school and it was Christmas break. Wenn man 8 oder 10 Jahre alt ist als Kind und man ist zur Schule, man geht zur Schule und dann kommen die Weihnachtsferien. Do you remember what you said just when the last day of school before Christmas? Do you remember what you said to all your friends? Und es war der letzte Schultag vor Weihnachten. Was habt ihr immer gesagt zu euren Freunden? You must have said it. Ich denke, ihr habt das alle gesagt. See you next year. Genau, bis zum nächsten Jahr. Okay. It's only 2 weeks later. Das sind ja nur 2 Wochen später. Is that really a whole year? Ist das ein ganzes Jahr? No, it's not a whole year. Nein, es ist nicht ein ganzes. It's just in a new calendar year. Sondern wir sind nur von einem Kalenderjahr zum nächsten gegangen. That helps to explain some things. Und das hilft uns, etwas zu verstehen. The man who did the explaining was Samuel Sheffield Snow. He explained the law of the full years. And here's an illustration of it that we can look at. Samuel Snow, es war die Regel der vollen Jahre. Und hier ist eine Erklärung, eine Erläuterung. What he realized is that the decree to restore and to build Jerusalem was issued in the fall of the year. Was er nämlich gemerkt hat, war, dass der Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, ja im Herbst 457 ergangen war. And so in order to be 2,300 full years, the prophecy would have to end in the fall of the year. Damit wirklich 2300 Jahre voll werden, musste die Zeitspanne auch mindestens bis zum Herbst gehen. At first, he thought that would have to mean the fall of 1843, and that didn't help anything. Und zuerst hat er gedacht, na dann ist es wohl der Herbst 1843. Das hat natürlich nicht weitergeholfen. But working with a timeline, if we can have the picture back up, working with a timeline, he could see that, may we have the slide, please? There we go. Oops, back up one. That's it, right there. He could see that the decree on the left side here, in the fall of the year, included just a portion of 457. Er konnte auf jeden Fall sehen, dass der Erlass, den ihr ganz links seht, am Anfang, dass es ja nur einen kleinen Teil des Jahres 457 beinhaltete. And so if you see the number written in the line there, it's 456 and a quarter years. Das heißt, das waren ja noch 456 Jahre und ein Vierteljahr. Does that make sense? Verständlich? So on the other side, it would be 1,843 full years and then 3 quarters. Das heißt, auf der anderen Seite blieben dann übrig 843 Jahre und 3 Vierteljahr. So now the math makes sense. It's not 2,300 minus 457. It's 2,300, if we can have the slide up, please. 2,300 minus 456 and a quarter.
Also 2300 minus 457 ist die falsche Rechnung. Es muss heißen minus 456, ein Viertel. Okay, that's the one right there, okay? Minus 456 and a quarter, and it leaves 1843 and 3/4. And that 3/4 is what wrapped on over into 1844. Does that make sense? Und dann bleiben eben übrig 1843 Jahre plus 3/4 und dann kommt man bis in den Oktober 1844. Some of you will understand that right now. Some of you will have to think about that for a while. Einige verstehen das jetzt spontan, andere müssen darüber noch ein bisschen nachdenken. I've had good friends who didn't believe me for weeks. Gute Freunde von mir, die haben mir das nicht abgenommen, wochenlang haben sie gebraucht. But that's really the explanation right there. Aber das ist wirklich die Erklärung. Okay, I'm going to just switch this. So let's look now at this Millerite movement. That how it actually went forward when Miller began preaching it. Also schauen wir uns jetzt die Miller-Bewegung an, wie das eigentlich alles in Gang kam, als William Miller anfing zu predigen. We talked yesterday up to the point where he'd studied it for quite a number of years, and he was convinced that the Lord was to come about 1843. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass er ja etliche Jahre das Ganze studiert hat, bis er ohne Zweifel überzeugt war, 1843 wird der Herr kommen. And just for review, Miller was expecting Christ to come and the earth to be cleansed by fire. Und nur als Wiederholung, Miller hat ja erwartet, dass Christus wiederkommt und dann die Erde durch Feuer reinigt. He'd studied this and restudied it from every possible angle. Er hat studiert und wieder studiert von jedem möglichen Ansatz her. And he was convinced. Und er war überzeugt. And gradually the conviction began to grow that he should tell other people. Und allmählich wuchs in ihm auch die Überzeugung, er sollte das weitersagen. He believed that the Lord was coming in 25 years. Denn er glaubte, dass der Herr wiederkommen würde in etwa 25 Jahren. People needed to get ready. Das heißt, die Menschen mussten sich vorbereiten. But how was he going to tell them? He was just an old farmer. Aber wie sollte er ihnen das weitersagen? Er war doch nur ein alter Farmer. He later wrote about the experience. He said, "My distress became so great, I entered into a solemn covenant with God." Er beschreibt später seine Erfahrung und sagt, mein innerer Druck wurde so groß, dass ich entschloss, einen Bund mit Gott einzugehen. I said that if he would open the way, I would go and perform my duty to the world. Und er sagte, wenn Gott den Weg öffnen würde, dann wäre ich bereit zu gehen, um meiner Pflicht gegenüber der Welt nachzukommen. Just in his mind, the thought was, what do you mean, open the way? Er hat nur in seinem Kopf die Frage gehabt, was heißt das eigentlich, den Weg öffnen? And in his own mind, he said, well, if somebody invited me to speak, I would go and talk about the second coming. Und für sich selbst hat er die Frage so beantwortet, naja, das bedeutet eigentlich, dass jemand auf mich zukommt und mich bittet, darüber zu sprechen. And just instantly, he felt better. Und als er diesen Entschluss, diesen Bund gemacht hatte, fühlte er sich sofort besser. It was God's problem now, and he didn't have to worry about it. Jetzt hatte er das Problem Gott zugeschoben, er musste sich keine Sorgen mehr machen. He had never been invited to speak on the second coming, and it probably wasn't going to happen now. Denn er war noch nie in seinem Leben eingeladen worden, über die Wiederkunft zu sprechen, und das würde wahrscheinlich auch nicht passieren. He felt pretty good about this. Er fühlte sich ziemlich gut bei dieser Übereinkunft. Within half an hour, there was a knock at the door. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, dann klopfte es an der Tür. It was his nephew, Irving Guilford. Das war sein Neffe, Irving Guilford. 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 Okay. He was 16 years old, and he lived a number of miles away with Miller's brother, or sister actually, sister's son. Er war 16 Jahre alt und lebte einige Kilometer weit weg bei seiner Schwester. And his parents had sent him to ask William Miller a favor. Und seine Eltern hatten ihn geschickt, er sollte Miller um einen Gefallen bitten. Irving said, "Our minister is gone, and Father wants you to come and talk about the second coming next Sunday at church." Und Irving sagte ihm, unser Prediger ist nicht da und Vater möchte gerne, dass du kommst am nächsten Sonntag und über die Wiederkunft predigst. He said, "If you don't want to actually stand up and preach, we can have all the neighbors over to our house and you can just sit around on the front porch." Also, aber wenn du nicht vorne stehen willst in der Kirche und predigen, dann können wir die Nachbarn auch alle zu uns einladen und du stehst einfach auf der Terrasse. To Irving, it seemed like a simple request. Für Irving war das eine einfache Bitte. For Miller, the sky had just fallen in. Für Miller war gerade der Himmel zusammengebrochen. He didn't say a word. Er war sprachlos. He turned on his heel, Drehte auf der Ferse um and stomped out the back door. und ist hinausgestürmt durch die Hintertür. Poor Irving was a little confused. Der arme Irving wusste gar nicht, was los war. Worse than that was Miller's daughter, Lucy Ann. She was 6 years old.
Aber noch schlimmer, die Tochter von Miller, sie hieß Lucy Ann und war 6 Jahre alt. She was his favorite child in a way. In gewisser Weise war sie das Lieblingskind von Miller. And she used to follow him around the farm as he did his work. Und sie war ihm immer so auf den Fersen, wenn er auf der Farm seiner Arbeit nachging. So when he went out the back door, Lucy Ann went too. Als er dann durch die Hintertür rausstürmte, ging sie ihm hinterher. And he was still stomping along pretty good. He went off to a grove of trees. Und er war noch immer da am Stampfen und ging zu einigen Bäumen. And he started waving his hands and screaming. Und er wirbelte mit den Händen und schrie. Lucy didn't figure this was good. Und Lucy Ann hatte irgendwie das Gefühl, da stimmt was nicht. She ran back into the house. Mommy, Mommy, there's something wrong with Daddy. I think he's gone crazy. Sie lief zurück ins Haus und sagte, Mama, Mama, mit Papa stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, er ist verrückt geworden. But what was the man going to do? Was sollte der Mann jetzt machen? He'd made a deal with the Lord. Er hatte ja einen Handel abgeschlossen mit dem Herrn. And it's like the voice of the Almighty thundered at him. Und das war sozusagen wie das Donnern vom Himmel, vom Allmächtigen. Will you make a promise and break it so soon? Kannst du ein Versprechen abgeben und es so schnell wieder brechen? And so Miller decided he'd go and speak on the second coming. Also, Miller entschied sich schließlich, er wird hingehen und über die Wiederkunft predigen. When he got back home, it was some hours drive. He went over there on Sunday, he stayed the night, stayed around a little on Monday. I think it was on Tuesday actually he came back to his house. Als er dann sich aufmachte eben zu dem Ort, wo er gepredigt hat, ich glaube, er hat sich da ein bisschen Zeit gelassen, er blieb noch über Nacht, hat am Sonntag gepredigt, vielleicht war er dann am Dienstag wieder da. And coming back through town, he stopped at the post office and he picked up his mail. Er kam zurück aus der Stadt und er hat am Postamt gehalten und seine Post mitgenommen. And there was a letter from a minister friend 20 miles away. Und da war ein Brief drin von einem befreundeten Geistlichen, etwa 30 Kilometer weg. And he said, would you come speak to us about the second coming? Und da stand die Frage drin, würdest du gerne zu uns kommen und über die Wiederkunft predigen? And from that point on, Miller had frequent invitations. Von diesem Zeitpunkt hörten die Einladungen nicht mehr auf, sie waren häufig. It wasn't every week, perhaps, but he became quite a traveler. Vielleicht nicht jede Woche, aber er war sehr viel unterwegs jetzt. And he covered a lot of territory there in the New England area. Und dort im Bereich von New England hat er ein großes Gebiet bereist. Mostly, though, it was small towns, small churches. Meistens waren es allerdings eher kleine Kirchen, kleine Städte. The ministers liked to have him come. Und die Prediger dort, die Pastoren, die fanden es gut. Sie haben ihn gerne eingeladen. Always brought in a crowd to the church. Denn es kamen immer viele Leute dann in die Kirche. But it was kind of small stuff. Aber es waren doch eher kleine Brötchen. In 1839, now he'd been preaching for 8 years. Jetzt 1839, er hatte schon seit 8 Jahren gepredigt. In 1839, he spoke for the first time in the city of Boston. Sprach er zum ersten Mal in der Stadt Boston. There was a pastor, Josua Himes. Und da war ein Pastor, der hieß Joshua Himes. He was the pastor of the Chardon Street Chapel. Er war Pastor der Chardon Street Kapelle. Chardon Street Church was kind of an upper crust church, a high society church. Diese Kirche das waren die oberen 10.000 sozusagen, die Bessergestellten. And the poor people didn't really go there. Die armen Leute sind da eigentlich nicht hingegangen. They were involved in lots of reforms and activity things, but it was kind of high society stuff. Sie haben dort auch viele Reformen sich engagiert und waren schon aktiv, aber es war trotzdem die High Society. But Joshua Himes had heard about Miller and he thought, this is interesting, and so he invited him to come and speak. Joshua Himes hatte von Miller gehört und er fand das interessant und hat ihn deswegen eingeladen zu sich. Himes listened all the way through the series of lectures. Und Himes war die ganze Zeit da, all die Vorträge hindurch, hat sich das angehört. After the last lecture and all the people were gone, Nach dem letzten Vortrag, als alle schon gegangen waren, Miller was packing up his books and things. Miller packte gerade seine Bücher und Sachen zusammen. And just Miller and Himes were left in the church there. Nur noch Miller und Himes waren dort in der Kirche. And Himes seemed very thoughtful, and he walked up and he stood right in front of
Mr. Miller. Und Himes schien sehr in Gedanken. Er ging zu Mr. Miller hin und stellte sich direkt vor ihn And he said, I have a question for you. und sagte, ich möchte Sie was fragen. Do you really believe this? Glauben Sie das wirklich? Miller said, yes, of course I believe it. Miller sagte, ja, selbstverständlich. And Himes said, then why are you not blazing it across the land? Und dann sagte Himes, warum brüllen Sie das denn nicht hinaus durch das ganze Land? Miller said, I'm doing my best. Miller sagte, ich gebe mein Bestes. I go everywhere I'm invited. Ich gehe überall hin, wo ich eingeladen werde. The preachers like to have me come because it brings members to the church. Und die Pastoren haben das gerne, wenn ich komme, weil dann viel Besuch kommt. But none of them really seem to understand what I'm trying to do. Aber keiner von ihnen scheint wirklich zu verstehen, was ich eigentlich hier versuche. I'm just an old farmer. I'm not a speaker. Ich bin doch nur ein alter Farmer. Ich bin kein Sprecher. I'm looking for help. I want help. Ich suche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Himes wrote then in his account of the event, Himes berichtet darüber später. he said, I laid myself, family, society, reputation, all upon the altar of God to help him to the extent of my power to the end. Ich habe mich selbst, meine Familie, meine Umgebung, meine Gesellschaft, meinen Ruf, alles auf Gottes Altar gelegt, um ihm zu helfen, so gut es in meiner Macht steht, bis zum Ende. There is something that can be accomplished by absolute total dedication that nothing else can do. Es gibt Dinge, die können wir nur umsetzen, wenn wir absolut alles dafür einsetzen. When God's work is our sole focus, His message will go with power. Wenn Gottes Werk allein für uns im Mittelpunkt steht, dann wird die Botschaft mit Vollmacht hinausgehen. Himes told Miller, said, you may prepare for the campaign, for doors will be opened in every city of the Union. Und Himes sagte Miller, dass er eine Kampagne vorbereiten werde, wo die Türen aufgehen in jeder Stadt, im gesamten Staat. Himes had the connections that Miller didn't have. Himes hatte die Verbindungen, die Miller fehlten. He knew the right people. Er kannte die richtigen Leute. So within a few weeks, Himes had first thing he did is he started publishing a magazine, called it The Signs of the Times. Das Erste, was Himes tat, er fing an, ein Magazin herauszugeben, eine Zeitschrift. Man nannte sie Zeichen der Zeit. With just in a couple of weeks, he had thousands of issues rolling off the presses. Und es dauerte nur wenige Wochen, dann gab es eine Auflage von Tausenden, die aus der Presse kam. In the next few years, Himes started multiple magazines. I don't know, what is it, like 7 or 8 different magazines he started. Und in den nächsten wenigen Jahre darauf hatte er schon viele, ich weiß nicht genau wie viele Zeitschriften ins Leben gerufen. He published the Advent Library, kind of like Glow Tracks today. Eines davon war die Advent Library, die Adventistische Bibliothek. Das waren so ähnlich wie diese Glow Flyer heutzutage. He was involved with that 1843 chart. You've all seen pictures of that probably, the famous chart. Er hatte auch zu tun mit dieser 1843er Prophetietafel, habt ihr sicherlich schon gesehen auf Bildern. And lots of other books and things, lots of publications. Er hat viele Bücher veröffentlicht und vieles weiteres. And he arranged for Miller to speak in Boston, New York, Philadelphia, Washington, D.C. Und er hat organisiert, dass Miller in Boston sprechen konnte, auch in New York, Philadelphia, Washington, D.C. Himes became the publicist, the manager, the organizer, the guy that got things done for the Millerite movement. Himes wurde eigentlich zu diesem Manager der Adventbewegung. Er wurde der Publizist, der Förderer, der Organisator. And it began to go with great power. This was 1839, December 1839, so this is going right into 1840. We're getting close down there now. Hatte er begonnen im Dezember 1839 und jetzt hatte das einen gewaltigen Schub bekommen, die ganze Bewegung. Another example of that same kind of wholehearted dedication
was Joseph Bates. Ein anderes Beispiel dafür, dass jemand wirklich ganz in Einsatz gebracht hat, war Joseph Bates. You've probably heard something about him. He had been a seaman and then a sea captain. Ihr habt sicherlich schon einiges von ihm gehört. Er war eigentlich ein Seemann, er war Kapitän. He had amassed a comfortable wealth. Er hatte es zu recht viel Wohlstand gebracht. He'd been involved in the abolition movement to do away with slavery and the temperance movement to do away with alcohol. Er hatte sich eingesetzt in der Bewegung, die die Sklaverei abschaffen wollte, und auch in der Mäßigkeitsbewegung gegen Alkohol. And then he heard William Miller's message. Und dann hörte er die Botschaft von William Miller. He and his wife had gone to a meeting and they'd listened to the presentation. Er war mit seiner Frau dort gewesen bei einem Vortrag, hatte zugehört. And as they rode home, he was silent. Und auf dem Heimweg war er still. And his wife knew something was up. Und seine Frau ahnte schon, da kommt was. And finally he said, "That is the truth." Und schließlich sagte er, das ist die Wahrheit. And he spent his whole fortune Und er promoting the Advent message. hat sein ganzes Vermögen investiert in die Verkündigung der Adventbotschaft. One time he decided he would go from his home up north down to Maryland. Er hat sich einmal entschieden, eine Reise zu unternehmen von seinem Zuhause, er wohnte im Norden, runter nach Maryland. We don't often think of Maryland as south anymore, but back in those days, Maryland was a southern slaveholding state. Maryland heute ist jetzt nicht unbedingt ganz südlich, aber damals war das so, lag Maryland im Süden und war ein Staat für die Sklaverei. And Bates was a famous abolitionist. Und Bates war ja ein ganz berühmter, ja, wie sagt man das, Gegner der Sklaverei. Okay, so people told him, they said, if you go down there, the slaveholders will kill you. Und die Leute haben ihm gesagt, du kannst da nicht hingehen, die Sklavenhalter bringen dich um. And so he thought about it for a bit. Und er hat da ein bisschen drüber nachgedacht Yeah, there does seem to be some danger here. und sagte, ja, es ist wohl gefährlich. But he had a sense of duty that said he needed to go. Aber er hatte auch ein Pflichtgefühl, das ihm sagte, du musst dorthin. So he took a friend with him, Also hat er einen Freund mitgenommen, a strong blacksmith, a big guy, maybe for protection. der war ziemlich breit und groß, es war ein Schmied, vielleicht zu seinem Schutz. And they went down to Annapolis and then across the Chesapeake Bay. Sie gingen runter nach Annapolis und dann über die Chesapeake-Bucht To an island called Kent Island. und auf eine Insel, die hieß Kent-Insel. And they put up their sign and they put up a tent and they began to preach. Und sie haben Schilder aufgestellt und ein Zelt aufgestellt und fingen an zu predigen. And they were going along with their series of lectures and then all of a sudden someone told him and his fellow friend there, he says that there was a company about 2 miles off at a rum store preparing to break up the meeting. Und sie waren eben in ihrer Vortragsreihe drin und dann kam jemand und sagte ihnen und seinem eben Mitvortragenden, dass es da eine Gruppe von Leuten gab, etwa 3 Kilometer weit weg, in einem Geschäft und die bereiteten sich vor auf einen Angriff. It was a pretty successful technique. You get a bunch of rowdies, you get them all drunk and then you haul them back and break up the meeting. Das war also in einem Geschäft, wo man Alkohol ausgeschenkt hat und das war eine ziemlich simple Erfolgsgeschichte. Man holt sich ein paar Rowdies zusammen, macht sie alle betrunken und dann kann man die Treffen sozusagen katapultieren. So Bates and his friend were trying to process this, decide what to do. Bates hat sich dann gefragt, was machen wir jetzt? And all of a sudden in the middle of the audience there was one guy who just couldn't wait. Und auf einmal war da jemand unter den Zuhörern, der konnte nicht mehr warten. So somebody just jumps up in the audience, starts screaming all sorts of, you're lying, yeah, blah, 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 blah. Also, der war wohl ein bisschen zu früh dran. Er sprang einfach auf und schrie rum, du bist ein Lügner und so weiter. And his threatenings became more violent as he went along. Und er steigerte sich immer weiter rein und drohte mit Gewalt an. And he began to talk about writing them out of town on a rail. On a You know rail? what that means? No. Okay, I was going to wonder about that. Er hat ihm was Schlimmes angedroht. A rail fence, where you take a log and you split it into triangular pieces, that's a rail. Okay, explain that to them. Kann mir jemand helfen? Rail? A split log. Okay, ja, genau. Also, das ist ein Holzscheit. Genau. No, it's split into 4. So it's a quarter log. Okay, that's a rail. That's a rail. Ja. Okay. Ein And Holzscheit, so ein Viertel von einem Stamm.
Okay. We're talking about the United States here. Ist eine andere Kultur. Back in the old days, okay? Vor langer Zeit. If people didn't like someone, they would ride them out of town on a rail. Und das war so ein Spruch, man hat gesagt, wenn Leute sich nicht gemocht haben, dann haben sie gesagt, ich werde dich aus der Stadt reiten oder fahren, ziehen auf so einem Holzscheit. What that usually meant is they would come and beat him up. Und zu Deutsch bedeutet das, man kam hin, hat jemanden zusammengeschlagen, Maybe knock him out, vielleicht bewusstlos, tie his ankles together, dann wurden die Knöchel zusammengebunden stick the rail between his legs, und der Holzscheit kam zwischen die Beine and up on the shoulders and carry him out of town. und dann wurde er auf die Schultern gehoben und aus der Stadt getragen. It wasn't comfortable. Das war ungemütlich. Okay, so the guy says, we're going to ride you out of town on a rail. Also der sagt, wir werden dich hinaustragen aus der Stadt auf einem Holzscheit. And Bates stood there and calmly said, Bates stand dort und sagte ruhig, we are all ready for that, sir. wir sind bereit dazu, Sir. If you put a saddle on it, we would prefer that to walking. Put a saddle. Ja, und wenn Sie auch noch einen Sattel auf diesen Holzscheit tun, dann wäre das bestimmt noch angenehmer, als selbst zu gehen. They weren't going to put a saddle on it, of course. Natürlich wollten sie keinen Sattel benutzen. But Bates went on. He said, you must not think that we have come at our own expenses through hundreds of miles of snow. Aber Bates hat dann weiter gesagt, glauben Sie nicht, dass wir auf eigene Kosten hierher gekommen sind, hunderte von Meilen durch den Schnee, To give you the midnight cry without thinking this through. und Ihnen den Mitternachtsruf verkündigen, ohne dass wir davor uns Gedanken drüber gemacht haben. And now he said, if the Lord has nothing more for us to do, Und dann sagte er, wenn der Herr keine Aufgabe mehr für uns hat hier, we may as well die here and be buried in the bay dann können wir genauso gut hier sterben und in der Bucht begraben werden, as anywhere else. genauso gut hier wie sonst wo. But if the Lord has something for us to do, Aber wenn der Herr noch eine Aufgabe für uns hat, you can't touch us. dann können Sie uns nichts anhaben. That was an unusual response to that kind of a threat. Das war eine ziemlich ungewöhnliche Antwort auf so eine Drohung. The local newspaper picked up the story, Die Geschichte kam in die lokale Zeitung and the editor commented, und der Herausgeber kommentierte, the wreck of matter and the crush of worlds is but a small consideration to one who can take things so coolly as this. Good luck. ja, also, dass etwas ans Ende kommt oder scheitert oder dass Welten zusammenbrechen, ist eigentlich ziemlich klein im Vergleich zu jemandem, der etwas so ruhig und kühl aufnehmen kann. The point is, nothing was going to turn these guys away. Der Punkt war einfach, es gab nichts, was diese Leute aufhalten konnte. There was nothing more important than their service for God to take the midnight cry. Für sie gab es nichts Wichtigeres, als dieser Dienst, den Mitternachtsruf zu verbreiten. This is the total commitment. Das ist totale Hingabe. Well, along with commitment, there was enthusiasm. Aber es war nicht nur Hingabe, sondern auch Begeisterung. I like enthusiasm. Und mir gefällt Begeisterung. I don't really like a boring life, okay? Ein langweiliges Leben gefällt mir nicht. So here's an example of Millerite enthusiasm. Also hier ein Beispiel für die Begeisterung der Milleriten. In May of 1842, they had a committee that said, why don't we have some camp meetings? 1842 kam so ein Ausschuss zusammen, hat beraten und sie sagten sich, warum machen wir nicht Camp-Meetings? They said, let's plan on 3 this summer. Und sie haben gesagt, planen wir doch 3 Camp-Meetings für den Sommer. They had 31. Am Ende hatten sie 31. Why mess around? Also, If you're going to do it, yeah. warum kleckern, wenn man klotzen kann? In 1843, they had 40 camp meetings. 1843 hatten sie 40 Camp-Meetings. And 1844, after the disappointment, the first disappointment in the spring, Und 1844, nach der ersten Enttäuschung im Frühjahr, they had 54 camp meetings. hatten sie trotzdem 54 Camp-Meetings. Just think of that. Here are all these people, all the way up until August, they really didn't have an explanation. Jetzt stellt euch das mal vor, da waren die ganzen Leute zusammen und bis zum August hatten sie ja keine Erklärung für die Verzögerung.
But they knew that the Spirit of God was involved in this thing, so let's go to camp meeting. Aber sie wussten, der Geist Gottes ist dabei und treibt uns voran. Also machen wir Camp-Meetings. At that first camp meeting, I mentioned this somewhere, but the first camp meeting, they realized they needed a tent. Ich habe das irgendwo erwähnt, aber beim ersten Camp-Meeting wurde ihnen natürlich klar, wir brauchen ein Zelt. Their crowds were too large and the churches weren't letting them use their buildings anymore. Es kamen einfach zu viele Zuhörer und die Kirchen waren nicht mehr bereit, ihnen ihre Gebäude zu geben. And so they commissioned an Adventist tent maker to make the largest tent in the country. Also haben sie einen adventistischen Zeltmacher beauftragt, dass er das größte Zelt im ganzen Land bauen sollte. It was 120 feet in diameter, 60 feet high. Also etwa 40 Meter, 40 meters, yeah. 40 Meter Durchmesser und etwa 20 Meter hoch. Yeah, that would work. Etwa. Could seat 3,000 easily. 3000 Leute konnten locker unterkommen. Could crowd in up to 5,000. Und wenn man sich richtig drängte, 5000. They had it, They had the tent made and up and a meeting going within a month. Es dauerte nicht mal einen Monat, dann war das Zelt fertig und die erste Versammlung fand statt. Another example, there was a Millerite lecturer who went up to Toronto. It's on the right side there. Ein anderes Beispiel. Es gab einen Milleritenprediger, der ging nach Toronto. And he wanted to preach, but there was no building big enough to hold the people. Er wollte dort gerne predigen, aber es gab einfach keinen Saal, der groß genug war. So they had a prayer meeting and someone said, let's build our own. Also hatten sie eine Gebetsversammlung und dann sagte jemand, bauen wir unser eigenes Within 2 hours, Tent. Their own tent. Building. This is a building. Okay, na, diesmal wollte sie wollte ein Gebäude aufrichten. Within 2 hours, the lumber, the nails, the land, the labor was all donated. Es dauerte 2 Stunden, dann war alles gespendet, und zwar das Grundstück und das Holz und die Nägel und die Arbeitskraft. So they built a building that was 10 by 30 meters. Und sie haben ein Gebäude errichtet, das war 10 mal 30 Meter groß. They had it up in 6 days. Es dauerte 6 Tage, dann stand es. I like that. I like that. Das gefällt mir, es gefällt mir. This level of commitment and enthusiasm isn't something that comes from just gimmicky ad campaigns. Also so eine Hingabe, so eine Begeisterung, die erreicht man nicht einfach nur, indem man vielleicht tolle Werbemaßnahmen macht. It wasn't some people up front dancing around trying to get other people excited or more excited than they were, you know? Da waren nicht irgendwelche Leute auf der Bühne, die da rumtanzten und versuchten, die Zuschauer genauso begeistert zu kriegen. There was enthusiasm in the movement because the leaders were enthusiastic about the movement. Es gab Begeisterung in der Bewegung, weil die Führer der Bewegung so begeistert waren. And all the people were enthused. Und auf die Leute ist das übergesprungen. Miller wrote once, he said, those souls whom I have addressed in my 6 months tour are continually before me. Miller hat mal geschrieben, diese Seelen, zu denen ich gepredigt habe während der 6 Monate Tour, die habe ich ständig vor mir. Sleeping or awaking, I can see them perishing by the thousands. Ob ich schlafe oder wache, ich sehe sie vor mir, wie sie zu Tausenden umkommen. And when I think of the accountability of the preachers who say peace and safety, I am in pain for them. Und wenn ich nachdenke über die Verantwortlichkeit ihrer Lehrer, die sagen Friede und Sicherheit, dann tut es mir für sie weh. These men felt it to the core of their being. Diese Männer, die haben das in sich gespürt, im tiefsten Herzen. In early 1844, Miller would write, 1844, zu Beginn des Jahres, schrieb Miller, I have preached about 4,500 lectures in about 12 years to at least 500,000 different people. ich habe etwa 4.500 Vorträge und Predigten gehalten, in etwa 12 Jahren vor etwa 500.000 verschiedenen Zuhörern. I have broken my constitution. Ja. My health. I lost my health. Ich habe meine Gesundheit eigentlich ruiniert damit. And lost my health. And for what? Und wofür? That if possible,
I might be the means of saving some. Dass, wenn nur irgendwie möglich, ich das Mittel sein könnte, um einige zu retten. James White sometimes had a cute way with words. James Wright hat sich manchmal ganz süß ausgedrückt. But you see the same commitment in his comments. Aber man kann trotzdem erkennen, dem, was er gesagt hat, da war dieselbe Hingabe. He once wrote, God forbid that I should fold my arms in lazy lock while sinners are sinking into eternal night. Er sagte mal, Gott möge verhüten, dass ich meine Arme in Faulheit verschränke, während Sünder in den ewigen Tod hinabsinken. Lazy lock, right? Ja. He wasn't going to do that. There was another Adventist minister, a young man by the name of Joel Spalding. Es gab einen anderen jungen Prediger, Adventprediger, er hieß Joel He Spalding. wasn't all that well known, but he was a faithful man. Er war damals nicht so bekannt, aber auch ein treuer Mann. And he wrote to one of the magazines and he told about a speaking tour he had. Und er schrieb mal einen Erfahrungsbericht in einer Zeitschrift über eine Vortragsreihe. He had covered 275 miles, let's see, about 350 kilometers in 40 days. Es war eine ganze Tour, Vortragstour, und die ging über etwa 350 Kilometer in 40 Tagen. And they didn't have cars back then. Und damals gab es noch keine Autos. So this is on a horse or a buggy or something. Das war auf einem Wagen oder auf dem Pferd. He wrote, my horse fell twice into sloughs, once while I was crossing a river up to the stirrups. What's a slough? A swamp. Mein Pferd ist zweimal in einen Sumpf hineingeraten, einmal während ich einen Fluss überquerte. Stirrups. What you put your feet in on the horse. Bis zu den Steigbügeln. Dankeschön. Reitest du? As I was cast into the river, the horse fell upon me. Als ich in den Fluss fiel, da fiel das Pferd auf mich. But I escaped unhurt, Aber ich konnte unverletzt entkommen. with the exception of a lame ankle, Nur mein Fuß wurde lahm on which I was unable to bear my weight for some days. und ich konnte ein paar Tage lang nicht auftreten. But none of these things move me. Aber das war mir eigentlich egal. Yeah, I'm unhurt. Ich bin unverletzt. Just can't walk. Ich kann nur nicht laufen. Oh, I like these guys. Ich mag diese Jungs. Ellen White would write, we need more zeal and animation in the Lord's work. Adam White selbst hat mal geschrieben, wir brauchen mehr Eifer, mehr Bewegung in dem Werk des Herrn. More genuine interest in matters of eternal importance. Wir brauchen mehr echtes Interesse an Dingen, die von ewiger Konsequenz sind. Let's skip down a bit. Why do we not consecrate ourselves to God? Warum weihen wir uns nicht Gott? Entire surrender to the Lord is something that is revealed in the daily life. Völlige Übergabe an den Herrn zeigt sich im täglichen Leben. And it exerts an influence upon other lives. Und übt einen Einfluss aus auf andere. Remember the spies said of Jesus, never man spake like this man? Könnt ihr euch erinnern, die Spione, die ausgesandt worden waren gegen Jesus, dass sie zurückkamen und sagten, nie hat ein Mann so gesprochen wie er. And Ellen White's comment, Und Ellen White kommentiert das. never man spake like this man because never man lived like this man. Dazu war, dass sie sagte, nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mensch, weil nie ein Mensch so gelebt hat wie dieser Mensch. It's the influence of our life that gives meaning to our words. Es ist unser Leben, das unsere Worte mit Bedeutung füllt. The great outpouring of the Spirit of God, which lightens the whole earth with his glory, will not come until we have an enlightened people. Sie sagt an anderer Stelle, die große Ausgießung des Geistes Gottes, die die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten wird, wird nicht kommen, bis wir ein erleuchtetes Volk haben. We must know by experience what it means to be laborers together with God. Wir müssen aus eigener Erfahrung wissen, was es bedeutet, Mitarbeiter Gottes zu sein.
When we have entire, wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the fact by an outpouring of His Spirit. Wenn wir uns ganz und von ganzem Herzen dem Dienst Christi weihen, dann wird Gott das beantworten mit einer Ausgießung seines Geistes. But this will not be while the largest portion of the church are not laborers together with God. Eine Ausgießung des Geistes ohne Maß, ohne Begrenzung. Aber das wird nicht geschehen, solange der größere Teil der Gemeinde nicht mit Gott zusammenarbeitet. If there's one thing we can learn from the Millerite movement, it's commitment. Wenn es eine Sache gibt, die wir von den Milleriten lernen können, dann ist das ihre Hingabe. Those who were committed lasted through the disappointments. Diejenigen, die Hingabe gezeigt hatten, die hielten auch durch, trotz der Enttäuschung. Those who were half committed maybe made it halfway. Diejenigen, die nur halbherzig waren, die haben vielleicht auf der Hälfte des Weges das Handtuch geworfen. Let me encourage everyone, especially the younger people here. Ich möchte uns alle ermutigen, besonders die jüngeren Leute. Don't waste your time being a halfway Christian. Vergeudet nicht eure Zeit damit, dass ihr versucht, ein halbherziger Christ zu sein. Of course, I want you to be a wholehearted Christian. Natürlich, ich möchte, dass jeder ein Christ von ganzem Herzen ist. But that's a decision you'll have to make. Aber diese Entscheidung müsst ihr selbst treffen. But I will tell you, don't waste your time being a halfway Christian. Aber ich möchte euch sagen, wenn ihr versucht, halbherzig Christen zu sein, Get in or get out. das ist verschwendete Zeit. Entweder ihr macht es ganz oder gar nicht. To be halfway will only hurt you and hurt others. Halbherzig wird nur euch wehtun und anderen. I pray the Lord teaches us all how to do that. Und mein Gebet ist, dass der Herr uns allen zeigt, wie wir das tun. Because that's what God is waiting for that loud cry, that outpouring of the Spirit. Denn genau darauf wartet Gott, damit der laute Ruf kommt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Shall we pray? Ja. Wir wollen mit einem Gebet schließen. Wir stehen dazu auf. Oder knien nieder. Ja, let's kneel. Okay. Father, we thank you for the example of those who've gone before. Herr Vater, wir danken dir für das Beispiel derjenigen, die vor uns gelebt haben. Like all those people that are recorded in Hebrews 11, they held on to the faith. So wie all diese Glaubenshelden, von denen wir in Hebräer 11 lesen, haben sie am Glauben festgehalten. But they never received the full promise. Aber sie haben die völlige Erfüllung der Verheißung nicht erlebt. That they without us should not be made perfect. Sie sollten nicht ohne uns vervollkommnet werden. Lord, we are today standing on the borders of the promised land. Herr, wir stehen heute an der Grenze des verheißenen Landes. We have the privilege in living in a time which millions of your followers would gladly have seen. Wir haben das Vorrecht, in einer Zeit zu leben, wo sich Millionen deiner Nachfolger gewünscht hätten, dass sie das Vorrecht hätten. Oh Lord, make us faithful, we pray. O Herr, unser Gebet ist, mach uns treu. Take our hearts, take our commitment. Nimm unsere Herzen, nimm unsere Hingabe. Take from our lives the things that distract and misdirect us. Nimm aus unserem Leben die Dinge weg, die uns ablenken, die uns in die Irre führen. May we see mercy where perhaps loss occurs to take something out of our way. Mögen wir barmherzig sein. We ask that you will go with us now, guide our thoughts, our words, our influence on each other. Wir bitten dich, dass du jetzt bei uns bleibst, dass du unsere Worte führst und wie wir aufeinander Einfluss nehmen. In Jesus' name we pray. Und wir beten das im Namen Jesu. Amen. Amen.